Hallo meine Freunde. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute spreche ich über ein berühmtes Buch. Es heißt Start with Why. Auf Deutsch bedeutet das Fang mit dem Warum an. Der Autor ist Simon Sinek. Aber keine Sorge, wir nutzen keine schwierigen Wörter. Ich spreche nicht schnell und ich hetze nicht. Wir lernen langsam, wir lernen klar und wir lernen zusammen. Dieses Buch ist nicht nur über Business. Es ist über Motivation, über Bedeutung und über die Frage, warum machst du, was du machst? Und ja, es ist sehr wichtig für das Deutschlernen. Viele Menschen fangen an, Deutsch zu lernen mit viel Aufregung. Sie kaufen Bücher, sie laden Apps herunter, sie schauen Videos. Aber nach ein paar Wochen hören sie auf. Warum? Weil sie mit was anfangen. Was für ein Buch soll ich nutzen? Was für eine App ist am besten? Welchen Akzent soll ich lernen? Aber sie vergessen etwas sehr Wichtiges. Sie vergessen das Warum. Warum möchtest du Deutsch sprechen? Warum ist das wichtig für dich? Warum ist es ein Teil deines Lebens? Auch dieses Buch hilft uns, diese Fragen zu beantworten. Langsam, klar und mit vielen Beispielen. Du kannst zuhören. Du kannst pausieren. Du kannst nachsprechen. Du kannst nachdenken. Jetzt atme tief durch. Setz dich bequem hin und lass uns anfangen. Okay, lass mich dir eine einfache Frage stellen. Warum stehst du morgens auf? Nicht. Was machst du? Nicht, wo gehst du hin? Sondern, warum? Für manche Menschen ist das eine schwierige Frage. Sie sagen, ich weiß nicht. Oder sie sagen, weil ich muss. Der Autor sagt etwas sehr Interessantes. Er sagt, dass Menschen nicht kaufen, was du machst. Er sagt, dass du nicht anfangen sollst, mit was du machst. Du sollst anfangen mit, warum du es machst. Diese Idee ist das Herz des Buches. Er nennt es den goldenen Kreis. Stell dir vor, 3 Kreise. Der erste Kreis in der Mitte ist warum. Der zweite Kreis ist wie. Der dritte Kreis ist was. Jetzt, die meisten Menschen fangen von außen an. Sie fangen mit was an. Was für Bücher möchte ich nutzen? Was für Podcasts möchte ich hören? Dann sprechen sie über wie. Ich nutze diese Methode. Ich lerne jeden Tag. Ich schaue Videos. Aber sehr wenige Menschen fangen mit warum an. Warum möchte ich Deutsch lernen? Warum ist das wichtig für mich? Und das ändert alles. Lass mich dir ein klares Beispiel geben. Viele Lernende sagen, ich möchte Deutsch lernen, weil ich es brauche. Das ist kein starkes Warum. Brauchen ist nicht stark, es ist schwach. Brauchen schafft keine Energie. Jetzt hör dir das an. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich selbstbewusst sprechen will, wenn ich reise. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich einen besseren Job möchte. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich Filme ohne Untertitel verstehen möchte. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich stolz auf mich selbst sein will. Das ist Warum. Und wenn du dein Warum kennst, passiert etwas Interessantes. Du gibst nicht schnell auf. Du stoppst nicht nach einem schlechten Tag. Du stoppst nicht, wenn du müde bist, weil dein Warum dich vorwärts zieht. Der Autor sagt, dass unser Gehirn auf eine spezielle Weise funktioniert. Der Teil des Gehirns, der Warum versteht, ist emotional.
Es geht um Gefühle. Es geht um Vertrauen. Es geht um Glauben. Der Teil des Gehirns, der was versteht, ist logisch. Es geht um Fakten. Es geht um Listen. Es geht um Information. Das ist sehr wichtig für Sprachenlernen. Du kannst alle Grammatikregeln kennen. Du kannst viele Wörter kennen, aber wenn du dich nicht mit Deutsch verbunden fühlst, wirst du aufhören. Das ist der Grund, warum viele Lernende sagen, ich kenne Deutsch, aber ich kann nicht sprechen. Sie haben das Was gelernt, aber sie haben das Warum vergessen. Jetzt lass mich dir eine kurze Geschichte erzählen. Stell dir vor, 2 Schüler. Schüler A lernt jeden Tag Deutsch, aber er fühlt sich gestresst, er fühlt sich gezwungen, er fühlt sich müde. Warum? Weil sein Warum schwach ist. Er sagt, ich lerne Deutsch, weil mein Lehrer es mir gesagt hat. Ich lerne Deutsch, weil ich eine Prüfung bestehen muss. Jetzt Schüler B. Sie lernt auch jeden Tag Deutsch, aber sie lächelt. Sie genießt es. Warum? Weil ihr Warum klar ist. Sie sagt, ich lerne Deutsch, weil ich mit Menschen aus anderen Ländern sprechen möchte. Ich lerne Deutsch, weil ich mein Leben verändern will. Gleiche Aktion. Unterschiedliches Warum. Sehr unterschiedliches Ergebnis. Jetzt spricht der Autor auch über Führung. Große Führer sagen nicht, hier ist, was wir machen. Sie sagen, das ist, warum wir existieren. Und Menschen folgen ihnen nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Das ist auch wahr für Lehrer. Wenn ich sage, in diesem Podcast lernen wir Vokabeln und Grammatik, das ist was. Aber wenn ich sage, in diesem Podcast möchte ich dir helfen, dich ruhig, selbstbewusst und stolz zu fühlen, wenn du Deutsch sprichst. Das ist warum. Und dein Gehirn hört anders zu. Jetzt lass uns das persönlicher machen. Ich möchte, dass du für einen Moment pausierst. Frage dich langsam. Warum möchte ich Deutsch lernen? Nicht eine kurze Antwort. Nicht eine schnelle Antwort. Eine echte Antwort. Vielleicht ist dein Warum über Freiheit. Du möchtest dich unabhängig fühlen. Nicht kontrolliert. Vielleicht ist dein Warum über Selbstvertrauen. Du möchtest an dich selbst glauben. Vielleicht ist dein Warum über Verbindung. Du möchtest mit anderen sprechen. Du möchtest teilen. Und du möchtest verstehen. Dein Warum muss nicht groß sein. Es muss nur wahr sein. Bei Einfach Deutsch jagen wir nicht Perfektion. Wir jagen nicht Geschwindigkeit. Wir jagen Bedeutung. Denn wenn Lernen Bedeutung hat, bleibt es. Wenn Lernen nur eine Pflicht ist, verschwindet es. Gut. Jetzt sagt der Autor etwas sehr Einfaches, aber sehr Mächtiges. Menschen kaufen nicht, was du machst. Sie kaufen, warum du es machst. Dieser Satz ist nicht nur über Business. Er ist über menschliches Verhalten. Er ist über Vertrauen. Und er ist über Glauben. Das ist sehr wichtig für Sprachenlernen. Hier ist ein klares Beispiel. Wenn du sagst, ich lerne Deutsch, um mein Vokabular zu verbessern. Ja, das ist ein Fakt. Aber es berührt nicht dein Herz. Wenn du sagst, ich lerne Deutsch, weil ich mich nicht klein fühlen will, wenn ich reise. Oder ich lerne Deutsch, weil ich meine Ideen klar ausdrücken möchte. Oder ich lerne Deutsch, weil ich möchte, dass meine Stimme gehört wird. Das schafft Emotion. Und Emotion schafft Handlung.
Das ist der Grund, warum Motivation kommt und geht für viele Lernende. Sie fangen mit Fakten an. Sie vergessen Gefühle. Motivation ist wie Wetter. Manchmal ist es sonnig, manchmal regnet es, aber dein Warum ist wie ein Kompass. Er zeigt dir immer die Richtung, auch im Sturm. Jetzt lass uns über Sprachidentität sprechen. Sprachidentität bedeutet, wie siehst du dich selbst in einer Sprache? Viele Lernende sagen, ich bin schlecht in Deutsch, ich bin schüchtern auf Deutsch, ich bin keine Sprachperson. Das ist nicht Grammatik, das ist Glaube, und Glauben ist mächtig. Wenn du glaubst, Deutsch ist nicht für dich, dann wird dein Gehirn dich vor Schmerz schützen. Es wird sagen, sprich nicht, versuche nicht, bleib ruhig. Aber wenn du den Glauben änderst, ändert sich auch das Verhalten. Versuche das stattdessen. Ich lerne Deutsch. Ich darf Fehler machen. Mein Deutsch wächst. Diese Sätze sind einfach, aber sie berühren dein Warum. Sie verbinden Deutsch mit Wachstum, nicht mit Gefahr. Jetzt erklärt der Autor, dass große Führer Anhänger schaffen, die glauben. Und du musst ein Führer für dich selbst werden. Du führst dein eigenes Lernen. Du sagst nicht, ich muss Deutsch lernen. Du sagst, ich wähle, Deutsch zu lernen, weil es mir wichtig ist. Diese kleine Änderung ist riesig. Die Worte ich muss fühlen sich schwer an. Die Worte ich wähle fühlen sich mächtig an. Okay, jetzt möchte ich über Klarheit sprechen. Der Autor sagt etwas, das dich überraschen könnte. Er sagt, dass Klarheit wichtiger ist als Intelligenz, als Talent. Das bedeutet etwas sehr Einfaches. Menschen folgen Ideen nicht, weil sie klug sind. Menschen folgen Ideen, weil sie klar sind. Und das ist sehr wichtig für Deutschlerner. Viele Lernende denken, ich brauche schwierige Wörter, um intelligent zu klingen. Ich brauche lange Sätze, um fortgeschritten zu klingen. Aber das ist nicht wahr. Klares Deutsch ist starkes Deutsch. Einfaches Deutsch ist mächtiges Deutsch. Lass mich das erklären. Stell dir vor, zwei Menschen sprechen Deutsch. Person A sagt, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht in der Lage war, an der zuvor geplanten Besprechung teilzunehmen, möchte ich meine aufrichtige Entschuldigung zum Ausdruck bringen. Person B sagt, es tut mir leid, ich konnte nicht zum Meeting kommen. Welche fühlt sich klarer an? Welche fühlt sich menschlicher an? Die meisten Menschen bevorzugen Person B. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es klar ist. Es ist menschlich. Also erklärt der Autor, dass wenn das Warum klar ist, werden das Wie und das Was einfach. Verwirrung kommt nicht von mangelndem Wissen. Verwirrung kommt von mangelnder Klarheit. Das ist genau, was beim Sprachenlernen passiert. Viele Lernende fühlen sich verwirrt, weil sie versuchen, alles gleichzeitig zu lernen. Grammatikregeln, Redewendungen, Phrasalverben, Akzente. Ihr Geist wird laut. Wenn es Lärm gibt, stoppt das Lernen. Klarheit bedeutet zu wissen, was wichtig ist. Jetzt lass uns über etwas sprechen, das der Autor Konsistenz der Botschaft nennt. Der Autor sagt, dass wenn dein Warum klar ist, bleibt deine Botschaft gleich. Du änderst deine Geschichte nicht jeden Tag. Das ist wichtig für Deutschlerner auch. Viele Lernende ändern ihre Methoden die ganze Zeit. Eine Woche Grammatik, nächste Woche Vokabeln, nächste Woche Aussprache. Dann nichts. Warum passiert das? Weil es kein klares Warum gibt. Wenn dein Warum klar ist, springst du nicht die ganze Zeit. Du sagst, mein Ziel ist es,
Deutsch ruhig im täglichen Leben zu sprechen. Also wählst du Aktivitäten, die das unterstützen. Hören, nachsprechen, einfache Sprechübung. Nicht alles, nur das, was dein Warum unterstützt. Das reduziert Stress. Und weniger Stress bedeutet besseres Lernen. Okay, jetzt spreche ich über etwas, das mich viele Lernende fragen. Wie bleibe ich dran? Du fängst vielleicht an, Deutsch zu lernen mit Energie. Du fühlst dich aufgeregt. Du fühlst dich hoffnungsvoll. Aber nach einiger Zeit geht die Energie runter. Das ist sehr normal. Der Autor erklärt etwas Wichtiges. Er sagt, dass Energie nicht genug ist. Energie ist Emotion. Emotion kommt und geht. Eines Tages fühlst du dich motiviert. Am nächsten Tag fühlst du dich müde. Also, wenn du nur von Motivation abhängig bist, wirst du aufhören. Das ist, warum viele Lernende aufgeben. Sie sagen, ich habe heute keine Lust zu lernen. Aber hier ist die Schlüsselidee. Menschen, die Erfolg haben, verlassen sich nicht auf Motivation. Sie verlassen sich auf Glauben und Disziplin. Disziplin bedeutet nicht Bestrafung. Disziplin bedeutet, wieder zu wählen. Dein Warum wieder zu wählen. Auch an schlechten Tagen. Jetzt lass uns das mit Deutschlernen verbinden. Stell dir diese Situation vor. Du kommst müde nach Hause. Du möchtest nicht hören. Du möchtest nicht sprechen. Wenn dein Grund schwach ist, stoppst du. Aber wenn dein Warum stark ist, passiert etwas anderes. Du sagst, ich habe keine Lust, aber ich weiß, warum das wichtig ist. Und du machst etwas Kleines. Vielleicht 5 Minuten. Vielleicht ein kurzes Audio. Und diese kleine Handlung hält die Gewohnheit am Leben. Jetzt lass uns über ein anderes Wort sprechen. Burnout. Burnout bedeutet sich leer und müde fühlen, weil du zu hart drückst. Viele Lernende brennen aus, weil sie mit Druck lernen. Sie sagen, ich muss schnell lernen, ich muss perfekt sprechen, ich darf keine Fehler machen. Das schafft Stress. Und Stress blockiert Bedeutung. Menschen, die für Bedeutung arbeiten, halten länger durch. Das ist sehr wichtig. Wenn du Deutsch nur für Prüfungen lernst, nur für Punkte, nur für Vergleich, wirst du dich müde fühlen. Aber wenn du Deutsch lernst, weil es ein Teil von dem ist, wer du wirst, weil es sich mit deinem zukünftigen Selbst verbindet, dann fühlt sich sogar langsamer Fortschritt gut an. Lass mich dir ein einfaches Beispiel geben. 2 Lernende lernen für 1 Stunde. Lerner A denkt, ich habe 1 Stunde gelernt und ich mache immer noch Fehler. Lerner B denkt, ich habe 1 Stunde gelernt, weil ich meine Zukunft baue. Gleiche Zeit, unterschiedliches Gefühl, unterschiedliche Energie. Lass mich dir die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Das Buch Start with Why lehrt uns, fang nicht mit was an. Fang nicht mit wie an. Fang mit warum an. Dein Warum ist dein Grund. Es ist deine Energie. Es ist dein Kompass. Wenn du dein Warum kennst, gibst du nicht auf. Wenn du dein Warum kennst, machst du weiter, auch an schlechten Tagen. Wenn du dein Warum kennst, wird Deutsch nicht schwer. Es wird Teil von wer du bist. Also, hier ist meine Frage an dich. Warum lernst du Deutsch? Nicht eine schnelle Antwort, eine echte Antwort. Denke darüber nach. Schreibe es auf. Sag es laut. Denn wenn du dein Warum weißt, wird alles andere leichter. Die Grammatik
wird leichter, das Vokabular wird leichter, das Sprechen wird leichter, nicht weil es einfacher ist, sondern weil es Bedeutung hat. Und das bringt uns zum Ende der heutigen Episode. Vielen Dank, dass du heute mit mir gelernt hast. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen anders als andere Videos. Aber ich hoffe, es hat dich zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Und ich hoffe, du erinnerst dich an diese eine wichtige Idee. Dein Warum ist wichtiger als dein Was. Jetzt habe ich eine kleine Herausforderung für dich. Schreib mir in die Kommentare dein Warum. Warum lernst du Deutsch? Ein Satz, 2 Sätze. Nicht perfekt. Einfach echt. Ich lese jeden Kommentar und ich antworte dir. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib stark und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Nicht, weil du musst, sondern weil es wichtig für dich ist. Bis zum nächsten Mal. Mein Freund. Tschüss.